Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Lange bevor die Namen von Aristoteles oder Leonardo da Vinci in den Hallen der Gelehrsamkeit widerhallten, wurde am Ufer des Nils ein anderer Name mit ehrfürchtigem Flüstern weitergegeben. Ein Name, der nicht einem Pharao oder einem Gott gehörte, sondern einem sterblichen Menschen, dessen Geist so gewaltig war, dass er die Grenzen zwischen Mensch und Gottheit für immer verwischen sollte. Sein Name war Imhotep. Und die Suche nach seiner wahren Geschichte führt uns in das Herz eines der größten Rätsel des alten Ägypten. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf einer Reise zurück in der Zeit an die Ufer des Nils, in eine Ära, die noch im Dämmerlicht der Geschichte liegt. Wir schreiben das Jahr 2700 vor unserer Zeitrechnung. Das Reich Ägypten ist noch jung, eine Zivilisation, die erst vor wenigen Jahrhunderten aus dem Zusammenschluss zweier verfeindeter Königreiche, Ober- und Unterägypten, entstanden ist. Die Narben dieses Vereinigungskrieges sind noch spürbar, die Einheit ist kostbar und zerbrechlich. An der Spitze dieser Gesellschaft steht der Pharao. Mehr als nur ein König. Er ist ein lebender Gott, die Inkarnation des Horus auf Erden, der Garant für Ma'at, die kosmische Ordnung, die Harmonie und Gerechtigkeit. Doch die Macht dieses Gottes auf Erden manifestiert sich noch nicht in unvergänglichem Stein. Die Architektur dieser Zeit ist vergänglich, den Launen des Nils und der Zeit unterworfen. Paläste und Tempel werden aus Lehmziegeln und Holz errichtet, Materialien, die von der Sonne gehärtet, aber vom Wasser und den Jahrhunderten wieder zu Staub zermahlen werden. Auch die Gräber der Könige, die sogenannten Mastabas, sind flache, rechteckige Bauten aus Nilschlammziegeln. Sie sind beeindruckend für ihre Zeit, doch sie sind im Grunde genommen nur vergrößerte Versionen der Gräber einfacher Leute. Sie sind Häuser für die Ewigkeit, aber gebaut aus Materialien des Augenblicks. Die Verwaltung des Reiches ist eine gewaltige Herausforderung. Das Land ist ein schmaler, fruchtbarer Streifen, umgeben von endloser Wüste. Die jährliche Nilflut ist Segen und Fluch zugleich. Sie bringt den fruchtbaren Schlamm, aber ihre Unberechenbarkeit kann zu Hungersnöten oder verheerenden Überschwemmungen führen. Ein komplexes System aus Beamten, Schreibern und Priestern versucht, dieses fragile Gleichgewicht zu verwalten, Getreide zu speichern, Steuern einzutreiben und die Götter zu besänftigen. In dieser Welt, einer Welt aus Schlamm, Papyrus und göttlichem Königtum, herrscht eine tief verwurzelte Vorstellung vom Jenseits. Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Übergang. Um diesen Übergang zu gewährleisten, muss der Körper erhalten und das Grabmal sicher sein. Doch die Lehmziegelgräber bieten wenig Schutz vor Grabräubern oder den Elementen. Ägypten ist eine Macht, die sich ihrer selbst bewusst wird, aber ihr volles Potenzial, ihren Ausdruck in der Ewigkeit, hat sie noch nicht gefunden. Die Luft ist erfüllt von einer spürbaren Spannung, einem unformulierten Bedürfnis nach etwas Größerem, Dauerhafterem. Die Bühne ist bereitet für eine Gestalt, die diese Welt für immer verändern wird. In dieser Welt des frühen Alten Reiches, in der die Geburt über das Schicksal entschied, taucht plötzlich ein Name auf, der nicht aus den Annalen der Königsfamilie
oder des etablierten Hochadels stammt. Imhotep. Sein Name bedeutet, der in Frieden kommt. Doch sein Erscheinen auf der Bühne der Geschichte war alles andere als leise oder friedlich. Es war eine seismische Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung. Das größte Rätsel um Imhotep ist seine Herkunft. Er war ein Bürgerlicher. Dies allein ist schon eine bemerkenswerte Anomalie. Die höchsten Ämter im Staat waren in der Regel für die Söhne und Verwandten des Pharaos reserviert. Wie konnte ein Mann ohne königliches Blut in den innersten Zirkel der Macht aufsteigen? Unsere Quellen sind spärlich und flüstern uns die Geschichte nur in Fragmenten zu. Zeitgenössische Inschriften aus der Regierungszeit von Pharao Djoser sind die zuverlässigsten, aber auch die seltensten. Eine einzige, fast unscheinbare Inschrift auf dem Sockel einer Djoser-Statue nennt seinen Namen und seine Titel. Eine Ehre, die noch nie zuvor einem Nichtkönig zuteil wurde. Doch sie verrät uns nichts über seine Eltern oder seine Jugend. Spätere Überlieferungen, die Jahrhunderte nach seinem Tod niedergeschrieben wurden, versuchen, diese Lücken zu füllen. Sie nennen einen Architekten namens Khnopher als seinen Vater und eine Frau namens Keridu Ankh als seine Mutter. Sie verorten seine Geburt in Anktove, einem Vorort der damals aufstrebenden Hauptstadt Memphis. Aber wir müssen hier als Historiker vorsichtig sein. Diese späteren Berichte könnten bereits Teil des Mythos sein, der sich um die legendäre Figur zu bilden begann. Es ist der Versuch, einer fast übermenschlichen Gestalt eine irdische Herkunft zu geben. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Imhotep eine außergewöhnliche Ausbildung genossen haben muss. Er war ein Meister der Schrift, ein Gelehrter der heiligen Texte, ein Kenner der Mathematik und der Astronomie. Wahrscheinlich wurde er in einer der Tempelschulen ausgebildet, den Wissenszentren des alten Ägypten, in denen das gesammelte Wissen über Generationen von Priestern und Schreibern weitergegeben wurde. Sein Geist muss schon in jungen Jahren aufgefallen sein, scharf, innovativ und fähig, komplexe Probleme zu lösen, die andere nicht einmal zu formulieren wagten. Er war kein Mann, der durch seine Abstammung aufstieg, sondern allein durch die schiere Kraft seines Intellekts. Sein Name taucht aus dem Dunkel der Geschichte auf, nicht getragen von einer langen Ahnenreihe, sondern leuchtend aus eigener Kraft, ein Stern, dessen Helligkeit alle Konventionen seiner Zeit in den Schatten stellte. Der junge Pharao Netjerichet, den die Geschichte unter dem Namen Djoser kennt, bestieg den Thron Ägyptens um 2365 vor Christus. Er war ein ambitionierter Herrscher, der die Konsolidierung des Reiches, die seine Vorgänger begonnen hatten, vollenden wollte. Er träumte von Stabilität, Wohlstand und einem Vermächtnis, das die Zeiten überdauern sollte. Um diese Vision zu verwirklichen, brauchte er mehr als nur loyale Verwandte. Er brauchte den brillantesten Kopf seiner Generation. Er fand ihn in Imhotep. Der Aufstieg Imhoteps unter Djoser war kometenhaft. Er wurde nicht nur ein Berater, sondern bald zum höchsten Beamten des Reiches ernannt, zum Wesir. Diese Position war die des Tiati, des Mannes, der direkt unter dem Pharao stand und die gesamte Staatsmaschinerie kontrollierte. Der Wesir war der Vorsteher aller königlichen Werke, der oberste Richter, der Schatzmeister und der Leiter der Archive. Jede wichtige Entscheidung, von der Verteilung des Getreides bis zur Entsendung einer Expedition in die Minen des Sinai, lief über seinen Schreibtisch aus Papyrus. Stellen Sie sich die immense Verantwortung vor. Imhotep war das Gehirn und das Nervensystem eines ganzen Reiches.
Er musste die Logistik der Nilschifffahrt organisieren, die Arbeit von Tausenden von Handwerkern und Bauern koordinieren und ein Justizsystem leiten, das auf göttlichen Prinzipien beruhte. Seine Intelligenz war nicht nur theoretischer Natur, sie war zutiefst praktisch. Er verstand es, komplexe Systeme zu schaffen und zu verwalten, um die Ressourcen des Landes optimal zu nutzen. Die Beziehung zwischen Djoser und Imhotep muss eine von außergewöhnlichem Vertrauen und gegenseitigem Respekt gewesen sein. Djoser, der Gottkönig, erkannte das Genie in dem Bürgerlichen und gab ihm eine Machtfülle, die beispiellos war. Imhotep wiederum nutzte diese Macht nicht für seinen eigenen Reichtum, sondern um die Vision seines Königs zu verwirklichen. Er war der treue Diener, der Architekt des Staates, bevor er zum Architekten aus Stein wurde. Die Inschrift auf Djosers Statuensockel in Saqqara zählt seine Titel auf. Der Schatzmeister des Königs von Unterägypten, der erste nach dem König von Oberägypten, Verwalter des großen Palastes, Erbprinz, Hohepriester von Heliopolis, Imhotep, der Erbauer, der Bildhauer. Jeder dieser Titel repräsentiert einen Gipfel der Macht. Dass er sie alle in sich vereinte, zeigt, dass er nicht nur ein Beamter war. Er war das Fundament, auf dem Djosers glorreiche Herrschaft errichtet wurde. Jede große Revolution beginnt mit einer einzigen, kühnen Idee. Für die Architektur und vielleicht für die gesamte Menschheitsgeschichte war diese Idee die Umwandlung des Vergänglichen in das Ewige. Und diese Idee wurde im Geist Imhoteps geboren. Als Djosers Wesir und oberster Architekt oblag ihm die Verantwortung für das wichtigste Projekt im Leben eines jeden Pharaos: der Bau seines Grabmals, seines Hauses für die Ewigkeit. Traditionell wäre dies eine große, flache Mastaba aus Lehmziegeln gewesen, die auf dem Plateau von Saqqara, der Nekropole von Memphis, errichtet worden wäre. Und tatsächlich begann Imhotep genauso. Die archäologischen Befunde zeigen, dass das ursprüngliche Bauwerk eine quadratische Mastaba war, solide und traditionell. Doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Imhotep war nicht zufrieden. Ein Lehmziegelbau, so groß er auch sein mochte, war immer noch ein Bau aus Erde. Er war dem Verfall preisgegeben. Djoser war ein Gott. Sein Grabmal musste mehr sein als nur ein Hügel aus getrocknetem Schlamm. Es musste so dauerhaft sein wie die Sterne am Himmel. Hier vollzog Imhotep den entscheidenden konzeptuellen Sprung. Er entschied sich für ein neues Material: Stein. Genauer gesagt Kalkstein, der in den nahen Steinbrüchen reichlich vorhanden war. Bisher war Stein nur in kleinen Mengen für Türschwellen, Gefäße oder seltene architektonische Elemente verwendet worden. Niemand hatte je daran gedacht, ein ganzes Gebäude daraus zu errichten. Die logistischen Herausforderungen waren unvorstellbar. Man musste Techniken entwickeln, um riesige Blöcke aus dem Fels zu brechen, sie zu transportieren und präzise zu behauen. Aber die Idee war noch radikaler als das Material. Imhotep erweiterte die ursprüngliche Mastaba mehrmals. Und dann, in einem Akt reinen Genies, beschloss er, nicht in die Breite, sondern in die Höhe zu bauen. Er setzte eine kleinere Mastaba auf die erste, dann eine noch kleinere darauf und so weiter. Insgesamt 6 Stufen, die sich wie eine gigantische Treppe zum Himmel erheben. Die Stufenpyramide war geboren. Dies war nicht nur eine neue Form, es war eine völlig neue Aussage. Die Pyramide war eine Leiter, auf der die Seele des verstorbenen Königs zu den unsterblichen Göttern am Firmament aufsteigen konnte. Sie war ein künstlicher Berg aus Stein, der die Landschaft dominierte und die Macht des Pharaos für alle Ewigkeit sichtbar machte.
Imhotep hatte nicht nur das erste monumentale Steingebäude der Welt geschaffen, er hatte die Architektur selbst neu erfunden, von einem Handwerk der Notwendigkeit zu einer Kunst des Symbolismus und der Unsterblichkeit. In der stillen Weite der Nekropole von Saqqara, wo der Sand die Geheimnisse Jahrtausender bewahrt, sollte Imhotep seine kühnste Vision in Stein meißeln. Bevor er seine Arbeit für Pharao Djoser begann, war die königliche Bestattungsarchitektur seit Generationen unverändert. Die Gräber der Herrscher waren Mastabas, flache rechteckige Bauten aus Lehmziegeln über einer unterirdischen Grabkammer. Sie waren ehrwürdig, aber erdgebunden. Imhotep jedoch dachte in neuen Dimensionen. Für ihn war Stein nicht nur ein haltbareres Material als der vergängliche Lehmziegel, es war das Medium der Ewigkeit selbst. Sein erstes Projekt für Djoser war zunächst eine konventionelle quadratische Mastaba aus Kalkstein, die größte, die je gebaut wurde. Doch sie schien ihm nicht auszureichen. Der Ehrgeiz des Pharaos und das Genie seines Architekten verlangten nach mehr. Hier, in der trockenen Luft von Saqqara, begann ein architektonisches Experiment, das die Welt verändern sollte. Imhotep entschied sich, nicht in die Breite, sondern in die Höhe zu bauen. Auf die ursprüngliche Mastaba setzte er eine etwas kleinere und darauf eine weitere und noch eine. 6 Stufen, die sich zum Himmel verjüngten, eine künstliche Bergkette aus fast 1 Million Tonnen Stein. Dies war keine bloße Erweiterung, es war eine Revolution. Die Stufenpyramide war geboren. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein monumentales Bauwerk vollständig aus behauenem Stein errichtet. Dies erforderte nicht nur eine beispiellose logistische Organisation zur Beschaffung, zum Transport und zur Bearbeitung des Materials, sondern auch ein tiefes Verständnis für Statik und Geometrie. Imhotep war nicht nur ein Architekt, er war ein Ingenieur, ein Projektmanager und ein Visionär. Er verwandelte das Grabmal von einem passiven Ort der Ruhe in ein aktives Instrument des Aufstiegs, eine Maschine für die Unsterblichkeit. Saqqara wurde unter seiner Leitung zu einem Laboratorium, in dem die Gesetze der Physik und die Träume der Theologie zu einer neuen, atemberaubenden Form verschmolzen. Die Stufenpyramide von Djoser war weit mehr als nur ein architektonischer Durchbruch. Sie war ein theologisches Manifest, in Stein gemeißelt. Jede ihrer 6 Stufen war ein bewusster Schritt in einer kosmischen Reise. Um diese tiefere Bedeutung zu verstehen, müssen wir in die Gedankenwelt der alten Ägypter eintauchen. Für sie war der Tod kein Ende, sondern ein Übergang. Der Pharao war nicht nur ein menschlicher Herrscher, sondern die irdische Inkarnation des Gottes Horus. Nach seinem Tod war es seine Bestimmung, sich mit seinem göttlichen Vater Osiris zu vereinen und einen Platz unter den unvergänglichen Sternen einzunehmen, den zirkumpolaren Sternen, die niemals unter den Horizont sinken. Die Pyramide war das Mittel zu diesem Zweck. Imhoteps Entwurf war eine buchstäbliche Himmelsleiter. Die Pyramidentexte, die erst in späteren Dynastien in die Grabkammern geschrieben wurden, aber auf viel älteren Glaubensvorstellungen basieren, beschreiben diesen Aufstieg explizit. Eine Treppe zum Himmel ist für ihn gelegt, damit er auf ihr zum Himmel aufsteigen kann. Die Form der Pyramide kanalisierte die Energie des verstorbenen Königs nach oben, direkt in Richtung des Nordhimmels, dem Zentrum des ägyptischen Jenseits. Die massive Steinstruktur verankerte seine sterbliche Hülle sicher in der Erde, während seine Seele, sein Ba, die Stufen nutzte, um ins Firmament aufzusteigen. Die Pyramide war somit ein Ort der Transformation, eine Schnittstelle zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Götter.
Imhotep übersetzte die komplexesten theologischen Konzepte seiner Zeit in eine einfache, aber unendlich kraftvolle geometrische Form. Er schuf nicht nur ein Grab, sondern ein kosmisches Symbol, das die Verbindung zwischen dem Pharao und dem Göttlichen für alle Ewigkeit manifestierte. Der Bau repräsentierte auch den Urhügel, den Benben, der sich im Schöpfungsmythos aus dem Urgewässer Nun erhob. So wie das Leben aus dem Urhügel entstand, so sollte auch das ewige Leben des Königs aus seinem steinernen Hügel in Saqqara neu entstehen. Sich nur auf die Stufenpyramide zu konzentrieren, hieße, die wahre Dimension von Imhoteps Genie zu übersehen. Die Pyramide war lediglich das Herzstück eines weitaus größeren und komplexeren Ganzen, eines riesigen, von einer 10 Meter hohen und über 1,6 Kilometer langen Mauer umschlossenen Bezirks. Dieser Komplex war eine steinerne Nachbildung der irdischen Welt des Pharaos, eine Stadt für die Ewigkeit. Imhotep agierte hier nicht nur als Architekt eines einzelnen Gebäudes, sondern als erster bekannter Stadtplaner der Geschichte. Innerhalb der monumentalen Umfassungsmauer, deren Nischenfassade den Königspalast von Memphis imitierte, entwarf er eine symbolische Landschaft. Es gab Höfe für königliche Rituale, wie den riesigen Hof für das Setfest, ein Jubiläumsritual, das die Erneuerung der königlichen Macht feierte. Hier errichtete Imhotep eine Reihe von Scheinkapellen, die die Schreine der Götter von Ober- und Unterägypten repräsentierten. Diese Gebäude waren keine leeren Hüllen, sie waren massive, mit Schutt gefüllte Steinstrukturen mit kunstvoll gestalteten Fassaden. Sie waren nicht dazu gedacht, von den Lebenden betreten zu werden, sondern um dem Ka, dem Lebensgeist des Königs, im Jenseits ewig zur Verfügung zu stehen. Imhotep schuf auch Nachbildungen des königlichen Palastes und der Verwaltungsgebäude, bekannt als das Haus des Südens und das Haus des Nordens. Er plante Prozessionswege, unterirdische Galerien, die als Lagerräume für Tausende von Steingefäßen dienten, und natürlich den aufwendigen Serdab, eine kleine Kammer, in der die Ka-Statue des Djoser saß und durch 2 kleine Löcher auf ewig auf den Opferaltar und die Sterne blickte. Jedes Element dieses Komplexes war sorgfältig geplant und hatte eine spezifische, rituelle Funktion. Imhotep schuf eine perfekte, unveränderliche Welt aus Stein, in der sein König seine königlichen Pflichten für immer ausüben konnte. Dies war eine ganzheitliche Vision, die Architektur, Religion und Stadtplanung zu einem einzigen, überwältigenden Konzept der Unsterblichkeit verband. Neben seinem unbestreitbaren Ruhm als Architekt wird Imhotep oft als der erste namentlich bekannte Arzt der Geschichte bezeichnet. Diese faszinierende Behauptung verdient eine ruhige und kritische Betrachtung. Die Vorstellung von Imhotep als Heiler stammt nicht aus seiner eigenen Zeit, der 3. Dynastie. Zeitgenössische Inschriften preisen ihn als Wesir, Hohepriester und Baumeister, erwähnen aber keine medizinische Tätigkeit. Der Ursprung seines medizinischen Rufs liegt in einer viel späteren Epoche, über 1000 Jahre nach seinem Tod. Im Neuen Reich begann man, Imhotep als Schutzpatron der Schreiber zu verehren. Langsam wandelte sich sein Bild. Man schrieb ihm große Weisheit in vielen Bereichen zu, einschließlich der Heilkunst. In der Spätzeit, fast 2500 Jahre nach Djoser, erreichte diese Entwicklung ihren Höhepunkt. Imhotep wurde vergöttlicht und als Gott der Medizin und Heilung verehrt. Die Griechen, die nach Ägypten kamen, identifizierten ihn mit ihrem eigenen Heilgott, Asklepios. Pilger reisten zu Heiligtümern, die Imhotep geweiht waren, und hinterließen Votivgaben in der Hoffnung auf Genesung.
Aber ist diese spätere Vergöttlichung ein Beweis für seine tatsächlichen Fähigkeiten zu Lebzeiten? Historiker sind hier vorsichtig. Es ist möglich, dass sein legendärer Ruf als Universalgelehrter im Laufe der Jahrhunderte einfach um den Aspekt der Medizin erweitert wurde. Es gibt jedoch ein verlockendes Indiz: der Edwin Smith Papyrus. Dieses bemerkenswerte medizinische Dokument, das älteste bekannte chirurgische Lehrbuch, stammt aus der Zeit um 1600 vor Christus, ist aber nachweislich die Abschrift eines viel älteren Textes aus der Zeit Imhoteps. Der Papyrus beschreibt 48 Fallbeispiele von Verletzungen auf eine erstaunlich rationale und wissenschaftliche Weise, frei von magischen Beschwörungen. Obwohl Imhoteps Name nirgends erwähnt wird, spekulieren einige Ägyptologen, dass er der ursprüngliche Autor gewesen sein könnte. Es bleibt eine faszinierende, aber unbewiesene Hypothese. War Imhotep ein praktizierender Arzt? Die zeitgenössischen Beweise schweigen. War er eine Figur von so überragender Weisheit, dass spätere Generationen ihn ganz natürlich auch als den Urvater der Medizin ansahen? Das scheint sehr wahrscheinlich. In der Stille der Archive, fernab von Pyramiden und Gräbern, liegt ein Dokument, das vielleicht mehr über den Geist Imhoteps verrät als jeder Steinblock. Es ist der Edwin Smith Papyrus, eine medizinische Abhandlung, die so erstaunlich rational und systematisch ist, dass sie die gängigen Vorstellungen von antiker Heilkunst auf den Kopf stellt. Obwohl das uns vorliegende Exemplar eine Abschrift aus der Zeit um 1600 vor Christus ist, sind sich Ägyptologen einig, dass der ursprüngliche Text viel älter ist und sehr wahrscheinlich aus der Zeit des Alten Reiches stammt, aus der Ära Imhoteps. Es ist verlockend, ja fast unausweichlich, in diesem Werk den Geist des großen Universalgelehrten zu sehen. Der Papyrus ist kein Sammelsurium von Zaubersprüchen. Er ist ein klinisches Handbuch. Er beschreibt 48 Fallbeispiele von Verletzungen, geordnet nach dem menschlichen Körper, von Kopf bis Fuß. Jeder Fall folgt einer strengen Struktur: Titel, Untersuchung, Diagnose und Behandlung. Besonders bemerkenswert ist der Abschnitt, der eine Prognose enthält. Der Arzt stellt fest, ob er die Krankheit behandeln kann, ob er sie bekämpfen kann oder ob es sich um eine Krankheit handelt, für die nichts getan werden kann. Diese letzte Kategorie ist ein Akt tiefgreifender, intellektueller Ehrlichkeit. Es ist die Anerkennung der Grenzen des menschlichen Wissens, ein Merkmal, das wir mit moderner, wissenschaftlicher Methodik verbinden. Der Papyrus beschreibt detailliert die Untersuchung von Wunden, das Abtasten von Brüchen und sogar die Beobachtung von Hirnwindungen durch eine offene Schädelverletzung. Die erste bekannte Beschreibung des Gehirns in der Geschichte. Behandlungen umfassen das Nähen von Wunden, das Schienen von Knochenbrüchen und die Verwendung von Honig als Antiseptikum. Magische Beschwörungen, die in anderen medizinischen Papyri allgegenwärtig sind, fehlen hier fast vollständig. Man spürt einen Geist bei der Arbeit, der auf Beobachtung, Logik und Erfahrung vertraut. Ob Imhotep dieses Werk persönlich verfasst hat, können wir nicht mit letzter Sicherheit beweisen. Doch der Edwin Smith Papyrus ist ein unbestreitbares Zeugnis für die Existenz einer hochentwickelten, rationalen Medizinschule im Alten Reich. Und es ist kaum vorstellbar, dass Imhotep, der oberste Arzt des Hofes, nicht die treibende Kraft hinter dieser intellektuellen Revolution war. So rational und modern uns der Edwin Smith Papyrus auch erscheinen mag, wir dürfen nicht den Fehler machen, die altägyptische Welt mit unseren eigenen Augen zu betrachten. Für die Menschen am Nil war die Trennung zwischen dem, was wir Wissenschaft nennen,
und dem, was wir als Magie bezeichnen, fließend, wenn nicht gar nicht existent. Die Welt war von göttlichen und dämonischen Kräften durchdrungen. Und jede Krankheit, jede Verletzung hatte nicht nur eine physische, sondern auch eine metaphysische Dimension. Ein gebrochener Knochen war eine Sache, aber der böse Geist, der den Sturz verursacht hatte, eine ganz andere. Ein fähiger Arzt wie Imhotep musste beide Ebenen beherrschen. Er war nicht nur ein Chirurg und Diagnostiker, sondern auch ein Priester, ein Magier, der die Sprache der Götter verstand. Die Heilung war ein ganzheitlicher Prozess. Während eine Wunde gereinigt und genäht wurde, rezitierte man Beschwörungsformeln, um die Dämonen der Infektion abzuwehren. Während ein Fiebertrank aus Kräutern verabreicht wurde, legte man dem Patienten Amulette auf, die den Schutz einer bestimmten Gottheit, etwa der löwenköpfigen Sachmet, der Göttin der Heilung und der Krankheit, anriefen. Andere Papyri, wie der Papyrus Ebers, der etwa zur gleichen Zeit wie die Abschrift des Edwin Smith Papyrus entstand, zeigen diese Dualität perfekt. Sie enthalten Hunderte von Rezepten und Heilmitteln, von denen einige auf soliden pharmakologischen Kenntnissen beruhen, während andere rein magischer Natur sind. Es gibt Anweisungen zur Behandlung von Migräne neben Zaubersprüchen gegen unsichtbare Dämonen. Für den Ägypter war dies kein Widerspruch. Die Welt funktionierte auf diese Weise. Die rationale Beobachtung der Symptome und die magische Beeinflussung der unsichtbaren Ursachen waren zwei Seiten derselben Medaille. Imhoteps wahre Genialität lag möglicherweise genau in dieser Fähigkeit, beide Welten zu synthetisieren. Er konnte eine Schädelfraktur mit der Präzision eines Chirurgen beurteilen und gleichzeitig die richtigen Worte an die Götter richten, um die Seele des Patienten, seinen Ba und seinen Ka, im Körper zu halten. Er verstand, dass die Heilung des Körpers untrennbar mit dem Frieden des Geistes und dem Gleichgewicht der Seele verbunden war. Eine Erkenntnis, deren Tiefe wir vielleicht erst heute wieder zu schätzen lernen. Neben seinen weltlichen und medizinischen Pflichten bekleidete Imhotep ein Amt von immenser spiritueller Bedeutung. Er war Hohepriester von Heliopolis. In der Vorstellung der alten Ägypter war Heliopolis, das antike Iunu, nicht nur eine Stadt. Es war der Nabel der Welt, der Ort, an dem der Schöpfergott Atum-Ra aus dem Urozean auf dem Urhügel emporgestiegen war. Es war das Zentrum der Sonnenverehrung und damit das theologische Herz des Reiches. Als Hohepriester, dessen Titel Größter der Schauenden lautete, war Imhotep der oberste Interpret des göttlichen Willens, wie er sich in den Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Sterne manifestierte. Seine Rolle ging weit über die eines reinen Zeremonienmeisters hinaus. Er war Astronom und Astrologe, verantwortlich für die Erstellung und Pflege des Kalenders, der für die Landwirtschaft und die religiösen Feste von entscheidender Bedeutung war. Die exakte Ausrichtung von Tempeln und Pyramiden nach den Himmelskörpern fiel in seinen Zuständigkeitsbereich, eine Aufgabe, bei der sich seine architektonischen und astronomischen Kenntnisse auf perfekte Weise verbanden. Die Pyramide des Djoser selbst ist ein solches kosmisches Monument, eine steinerne Leiter zum Zirkumpolarstern, der als unsterbliche Heimat der Pharaonenseele galt. In Heliopolis leitete Imhotep eine Priesterschaft, die die intellektuelle Elite des Landes darstellte. Hier wurden die großen Schöpfungsmythen bewahrt und weiterentwickelt. Hier wurde Theologie und Philosophie betrieben. Als ihr Anführer war Imhotep nicht nur ein Verwalter des heiligen Wissens, sondern auch ein Gestalter. Er formte das religiöse Denken seiner Zeit
und half, die göttliche Natur des Pharaos zu definieren und zu festigen. Seine Position als Mittler zwischen dem Pharao und dem Sonnengott Ra verlieh ihm eine fast übermenschliche Autorität. Wenn Djoser die Verkörperung des Gottes Horus auf Erden war, dann war Imhotep derjenige, der die Verbindung zu Djosers göttlichem Vater Ra sicherstellte. In dieser Rolle vereinte Imhotep Macht und Weisheit, Politik und Spiritualität, Wissenschaft und Glauben. Er war der Architekt der Ewigkeit, der Heiler des vergänglichen Körpers und der Führer der unsterblichen Seele, eine Verkörperung des göttlichen Intellekts auf Erden. Von allen Facetten des Genies Imhotep ist vielleicht die des Schriftstellers und Weisen die flüchtigste und zugleich faszinierendste. Während seine Pyramide die Jahrtausende überdauert hat und sein medizinischer Ruf in den Papyri widerhallt, sind seine eigenen geschriebenen Worte im Sand der Zeit verloren gegangen. Doch die Erinnerung an sie blieb. Spätere ägyptische Quellen, die Jahrhunderte nach seinem Tod verfasst wurden, sprechen mit Ehrfurcht von Imhotep als dem Urheber einer Tradition von Weisheitslehren. Dies waren Texte, die moralische und ethische Anweisungen gaben, Ratschläge für ein erfolgreiches und gerechtes Leben, oft formuliert als Lehren eines Vaters an seinen Sohn. Sie waren das Fundament der ägyptischen Bildung und Philosophie. Der berühmte Gesang des Harfners, ein Gedicht, das über die Vergänglichkeit des Lebens sinniert, erwähnt Imhotep in einer Reihe mit einem anderen Weisen namens Hardjedef und fragt: Ihre Grabstätten sind verschwunden. Was ist aus ihnen geworden? Es ist ein Klagelied über den Verlust, aber auch eine Anerkennung ihrer unsterblichen Weisheit. Man kann sich nur vorstellen, was in diesen verlorenen Büchern stand. Enthielten sie Imhoteps architektonische Prinzipien, die mathematischen Formeln hinter dem Stufenbau? Bewahrten sie seine medizinischen Beobachtungen, die über den Inhalt des Edwin Smith Papyrus hinausgingen? Oder waren es philosophische Betrachtungen über Ma'at, das kosmische Prinzip der Wahrheit, Ordnung und Gerechtigkeit, die er als Hohepriester formuliert hatte? Die Suche nach Imhoteps Schriften ist die Suche nach dem direkten Zugang zu seinem Verstand. Wir sehen sein Werk, aber wir hören seine Stimme nicht. Dieser Verlust ist eine der großen Tragödien der Geistesgeschichte. Es ist, als hätte man die Parthenon-Skulpturen, aber keine Schriften von Platon oder Aristoteles. Wir sind gezwungen, sein Denken aus zweiter Hand zu rekonstruieren, durch die Bewunderung späterer Generationen und die Spuren, die er in der Kultur hinterlassen hat. Die leeren Regale dieser imaginären Bibliothek des Imhotep sind eine stille Mahnung an die Zerbrechlichkeit des Wissens. Sie befeuern das Mysterium, das diesen Mann umgibt, und machen ihn zu einer fast mythischen Figur, dem weisen Vorfahren, dessen Worte für immer im Echo der Geschichte widerhallen, auch wenn wir sie nicht mehr lesen können. Guten Abend. Es ist ein tiefes Paradoxon, das uns heute Nacht begleitet. Wir stehen vor dem Werk eines Genies, der Stufenpyramide, einem Monument, das die Zeit selbst herausfordert. Und doch, wenn wir die Inschriften seiner eigenen Epoche befragen, die Hieroglyphen, die in den Stein von Saqqara gemeißelt wurden, antworten sie uns mit einem fast ohrenbetäubenden Schweigen. Wo sind die Lobeshymnen auf den Architekten, die Chroniken des Arztes, die Biografien des Wesirs? Die Antwort liegt nicht in einem Mangel an Bedeutung, sondern in der fundamental anderen Weltsicht des Alten Reiches. Die Person, das Individuum, wie wir es verstehen, stand nicht im Mittelpunkt der Aufzeichnungen. Alle Errungenschaften, alle Bauten, alle Siege
dienten einem einzigen Zweck: der Verherrlichung des göttlichen Königs und der Aufrechterhaltung der Ma'at, der kosmischen Ordnung. Imhoteps Werk war untrennbar mit dem seines Pharaos Djoser verbunden. Sein Genie wurde als Ausdruck der göttlichen Weisheit des Königs verstanden, nicht als autonome Leistung eines sterblichen Menschen. Die wenigen zeitgenössischen Belege, die wir besitzen, bestätigen dies auf subtile Weise. Auf dem Sockel einer heute im Ägyptischen Museum in Kairo stehenden Statue Djosers finden wir Imhoteps Namen und seine Titel: der Kanzler des Königs von Unterägypten, erster nach dem König von Oberägypten, Verwalter des großen Palastes, Erbprinz, Hohepriester von Heliopolis, Imhotep, der Erbauer, der Bildhauer. Dies sind Titel, keine Erzählungen. Sie definieren seine Funktion im Staatsgefüge, seine Position in der Hierarchie, aber sie verraten uns nichts über seinen Charakter, seine Gedanken oder seinen Lebensweg. Es ist eine offizielle, fast sterile Auflistung. Andere, noch flüchtigere Erwähnungen finden sich als Graffiti von Arbeitern an der Umfassungsmauer des Pyramidenkomplexes. Sein Name steht dort, verbunden mit dem seines Königs. Für die Menschen der 3. Dynastie war dies genug. Die Pyramide selbst war sein Zeugnis, ein steinernes Manifest seiner Fähigkeiten, das keiner weiteren Erklärung bedurfte. Das Schweigen der Quellen ist also kein Zeichen der Vergessenheit, sondern ein Ausdruck tiefsten Respekts innerhalb der damaligen Ideologie. Imhotep war so integraler Bestandteil des größten Projekts seiner Zeit, dass sein Name im Glanz des Pharaos aufging, für den er es schuf. Jeder Ägyptologe, jeder Archäologe, der den trockenen Sand von Saqqara unter seinen Füßen spürt, träumt von einem Fund, der alle anderen in den Schatten stellen würde. Es ist nicht das Gold eines weiteren Pharaos oder ein unbekannter Tempel. Es ist das Grab des Imhotep. Seine Entdeckung wäre mehr als nur ein archäologischer Triumph. Sie wäre ein Dialog mit dem Anbeginn der Geschichte. Wir sind uns fast sicher, dass es existiert und dass es sich in Saqqara befinden muss. Es war die Tradition, dass die höchsten Beamten in der Nähe ihres Königs bestattet wurden, um ihm auch im Jenseits dienen zu können. Wer hätte einen größeren Anspruch auf diesen Platz gehabt als der Architekt des gesamten Komplexes? Die Spurensuche ist jedoch keine moderne Erfindung. Schon in der Antike war sein Grab ein Wallfahrtsort. Pilger, die auf Heilung hofften, hinterließen an einem Ort in Nord-Saqqara Tausende von Votivgaben, insbesondere mumifizierte Ibisse, die heiligen Tiere des Gottes Tod, mit dem Imhotep später gleichgesetzt wurde. Diese Funde deuten auf ein bedeutendes Kultzentrum hin, das sehr wahrscheinlich in der Nähe seines Grabes oder sogar direkt darüber errichtet wurde. In den 1960er Jahren kam der britische Archäologe Walter B. Emery der Lösung des Rätsels quälend nahe. Er grub in eben jenem Sektor von Nord-Saqqara und legte ein Labyrinth aus Mastabas der 3. Dynastie frei. Darunter stieß er auf ein weitläufiges Netz unterirdischer Galerien, die bis an die Decke mit den Ibis-Mumien gefüllt waren. Emery war überzeugt, am richtigen Ort zu sein. Er fand Keramikscherben mit Inschriften, die Imhotep erwähnten. Er spürte, dass er nur noch wenige Meter von der unberührten Grabkammer entfernt war, die seit fast 5000 Jahren auf ihre Entdeckung wartete. Doch das Schicksal war ihm nicht wohlgesonnen. Emery verstarb, bevor er seinen letzten entscheidenden Durchbruch machen konnte. Seitdem wurde die Suche von anderen fortgesetzt. Doch das Grab bleibt verborgen. Der Wüstensand ist ein geduldiger Hüter von Geheimnissen. Die Nekropole ist riesig, durch Jahrtausende von Bestattungen, Grabräubereien und geologischen Veränderungen gestört. Doch die Hoffnung bleibt.
Sollte dieses Grab eines Tages gefunden werden, unberührt von Plünderern, könnte es Schätze von unvorstellbarem wissenschaftlichem Wert enthalten. Vielleicht Papyrusrollen mit seinen medizinischen oder architektonischen Texten, die Werkzeuge seines Schaffens, eine wahre Zeitkapsel, die das beredte Schweigen seiner Zeitgenossen endlich brechen würde. Wie verwandelt sich ein Mensch, selbst ein Genialer, in eine Legende und schließlich in einen Gott? Dieser Prozess ist langsam, fast unmerklich, wie das Wachsen eines Baumes über Generationen hinweg. Für Imhotep dauerte diese Metamorphose mehr als 1000 Jahre. Nach dem Ende des Alten Reiches trat sein Name für eine lange Zeit in den Hintergrund der offiziellen Monumente. Doch er war nicht vergessen. Sein Andenken wurde an den Orten des Wissens bewahrt, in den Skriptorien, den Häusern des Lebens, wo die Schreiber Ägyptens arbeiteten und lernten. Für sie war Imhotep nicht nur ein historischer Wesir, sondern der Urvater ihrer Zunft, der Schutzpatron der Gelehrten, der Inbegriff von Weisheit und Eloquenz. Es entwickelte sich eine Tradition, die seine langsame Erhebung einleitete. Bevor ein Schreiber eine neue Papyrusrolle begann, tauchte er seinen Binsenpinsel in sein Wassertöpfchen und sprengte einen Tropfen auf den Boden. Eine kleine Opfergabe, eine Geste des Respekts für den großen Meister Imhotep. Es war noch keine Anbetung, aber es war bereits mehr als nur historisches Gedenken. Es war eine persönliche Verbindung zu einem idealisierten Vorfahren. Im Neuen Reich, etwa 1200 Jahre nach seinem Tod, finden wir einen bemerkenswerten Beleg für seinen bereits legendären Status. Das sogenannte Harfnerlied, ein poetischer Text, der über die Vergänglichkeit des Lebens sinniert, stellt eine rhetorische Frage. Es beklagt, dass die Gräber der großen Weisen der Vergangenheit, namentlich Imhotep und ein gewisser Hatjedev, zerfallen und verschwunden sind. Doch, so schließt der Dichter, ihre wahre Unsterblichkeit liege in ihren Schriften, in der Weisheit, die sie hinterlassen haben. Zu diesem Zeitpunkt war Imhotep bereits eine halb mythische Figur, ein Symbol für die goldene Vergangenheit und für die Macht des geschriebenen Wortes, das den Stein überdauert. Seine architektonischen und intellektuellen Leistungen waren so gewaltig, dass sie im kollektiven Gedächtnis Ägyptens langsam die Grenzen des menschlich Möglichen sprengten. Er wurde zum kulturellen Helden, zu einer Quelle uralten Wissens, dessen Rat man symbolisch suchte. Diese Phase der Verehrung als weiser Ahne war der entscheidende Nährboden, aus dem später, in einer Zeit der nationalen Erneuerung und der Rückbesinnung, sein göttlicher Kult erblühen sollte. Der letzte Schritt der Verwandlung von der Legende zur Gottheit vollzog sich in den späteren Epochen der ägyptischen Geschichte, insbesondere in der Spätzeit und der darauf folgenden griechisch-römischen Periode. In diesen Jahrhunderten war Ägypten häufig von fremden Mächten besetzt. Dies führte zu einer tiefen Sehnsucht nach der glorreichen, unabhängigen Vergangenheit. Man suchte nach Symbolen authentischer ägyptischer Identität und Genialität, und niemand verkörperte dieses Ideal besser als Imhotep. Seine Verehrung kristallisierte sich nun um einen bestimmten Aspekt seiner Weisheit: die Heilkunst. Er wurde zum Gott der Medizin und der Heilung. Für die Ägypter war dies eine logische Entwicklung. Weisheit war ein ganzheitliches Konzept, das das Wissen um die Sterne, die Baukunst und eben auch die Funktionsweise des menschlichen Körpers umfasste. Der Kult verbreitete sich rasch. In Memphis, nahe seiner Wirkungsstätte Saqqara, wurde ein großes Heilzentrum errichtet, das Asklepieion, denn die Griechen, die Ägypten nun beherrschten,
sahen in Imhotep, den sie Immutes nannten, die Verkörperung ihres eigenen Heilgottes Asklepios. Dieser Synkretismus verlieh seinem Kult eine internationale Dimension. Kranke und Leidende aus der ganzen bekannten Welt pilgerten zu seinen Tempeln, nicht nur in Memphis, sondern auch auf der heiligen Insel Philae im Süden. Die Praktiken in diesen Heiligtümern waren von einer tiefen Spiritualität geprägt. Die Pilger vollzogen rituelle Waschungen und brachten Opfer dar. Die wichtigste Praxis war die sogenannte Inkubation. Die Kranken schliefen in speziellen Bereichen des Tempels in der Hoffnung, dass der Gott Imhotep ihnen im Traum erscheinen und einen Weg zur Heilung offenbaren würde. Sei es durch eine Kräuterrezeptur, eine Diät oder eine bestimmte Handlung. Als Dank für die Genesung hinterließen sie Votivgaben, oft kleine Steintafeln oder Statuetten, die den geheilten Körperteil darstellten. Um seinen göttlichen Status endgültig zu zementieren, wurde Imhotep in die offizielle Götterwelt von Memphis integriert. Er wurde als Sohn des Schöpfergottes Ptah und der löwenköpfigen Heilgöttin Sachmet verehrt. Der sterbliche Mensch, der Wesir von König Djoser, hatte eine Reise vollendet wie kein anderer in der Geschichte. Vom Diener des Königs zum Weisen der Nation und schließlich zum Gott, der den Menschen Trost und Heilung spendete. Wenn wir die lange Reise Imhoteps von einem sterblichen Menschen zu einer Gottheit betrachten, stoßen wir auf eine der faszinierendsten Konvergenzen der antiken Welt. Jahrtausende nach seinem Tod, als Ägypten unter ptolemäischer und später römischer Herrschaft stand, verschmolz sein Kult mit dem einer anderen großen Heilergottheit, dem griechischen Asklepios. Diese Synchronizität ist mehr als nur eine theologische Kuriosität. Sie enthüllt tiefe Verbindungen im Verständnis von Krankheit, Heilung und dem Göttlichen. Asklepios, der Sohn des Apollo, war der zentrale Gott der Medizin im griechischen Pantheon. Seine Heiligtümer, die Asklepieia, waren über die gesamte griechische Welt verstreut und zogen Pilger an, die auf wundersame Heilung hofften. Das Herzstück des Kultes war die Praxis der Inkubation, bei der die Kranken im heiligsten Teil des Tempels schliefen, in der Hoffnung, dass der Gott ihnen im Traum erscheinen und Heilungsanweisungen geben würde. Exakt diese Praxis finden wir auch in den späten Heiligtümern, die Imhotep gewidmet waren, wie dem berühmten Asklepieion von Sakkara. Hierher kamen die Kranken, brachten Opfer dar und legten sich in den heiligen Hallen zur Ruhe, betend für eine Vision des vergöttlichten Weisen. Die Parallelen sind verblüffend. Beide Gottheiten waren ursprünglich sterbliche Männer, die für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Heilkunst verherrlicht wurden. Beide wurden zu Symbolen der Hoffnung für die Leidenden. Und beide Kulte basierten auf einer Mischung aus rationaler Medizin, die Priester beider Kulte waren oft auch ausgebildete Ärzte, und tiefem spirituellem Glauben. Man könnte argumentieren, dass die Griechen, die Ägypten lange als eine Quelle uralter Weisheit bewunderten, das Konzept des Heilergottes von Imhotep übernommen haben. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Prozess der gegenseitigen Befruchtung und Identifikation. Als die griechische Kultur in Ägypten Fuß fasste, erkannten die Ankömmlinge in Imhotep die Züge ihres eigenen Asklepios wieder. Für sie war es derselbe göttliche Archetyp des Heilers, nur mit einem anderen Namen und einer älteren Geschichte. Diese Verschmelzung schuf eine unglaublich kraftvolle, synkretistische Gottheit, die sowohl Ägypter als auch Griechen verehren konnten.
Imhotep Asklepios wurde zu einem Leuchtfeuer der Heilung im östlichen Mittelmeerraum, ein Beweis dafür, dass das menschliche Bedürfnis nach Trost und Genesung kulturelle und religiöse Grenzen überwindet. Das Vermächtnis eines Geistes wie Imhotep lässt sich nicht allein an den Steinen messen, die er aufeinander türmte, oder an den Krankheiten, die er heilte. Sein wahres Erbe liegt in den fundamentalen Ideen, die er in die Welt setzte. Ideen, die so kraftvoll waren, dass sie die Jahrtausende überdauerten und das Fundament für spätere Zivilisationen legten. Betrachten wir zunächst die Architektur. Vor Imhotep waren monumentale Gräber aus Lehmziegeln gebaut. Er war der Visionär, der das Potenzial von behauenem Stein erkannte, um für die Ewigkeit zu bauen. Die Stufenpyramide war nicht nur ein Grabmal, sie war ein Konzept. Sie bewies, dass die Menschheit die Natur beherrschen und Strukturen von bisher unvorstellbarer Größe und Dauerhaftigkeit schaffen konnte. Diese Idee, in Stein zu denken, wurde zum Markenzeichen der ägyptischen Zivilisation und inspirierte später die monumentale Architektur der Griechen und Römer. Jeder Steinquader im Parthenon, jedes Gewölbe im Kolosseum trägt in seiner DNA einen winzigen Funken von Imhoteps ursprünglicher Vision. In der Medizin ist sein Einfluss ebenso tiefgreifend, wenn auch subtiler. Auch wenn der Edwin Smith Papyrus nicht direkt von ihm verfasst wurde, so repräsentiert er doch die Schule des Denkens, die Imhotep etablierte. Eine Medizin, die auf sorgfältiger Beobachtung, Diagnose, Prognose und Behandlung basiert. Er trennte die Medizin von reiner Magie und etablierte sie als eine empirische Disziplin. Dieser rationale Ansatz war eine Revolution. Er legte den Grundstein für die hippokratische Tradition in Griechenland, die als Wiege der modernen westlichen Medizin gilt. Hippokrates wird oft als der Vater der Medizin bezeichnet, aber vielleicht wäre es treffender, Imhotep als ihren Großvater zu sehen. Darüber hinaus war Imhotep vielleicht der erste Mensch in der Geschichte, dessen Name untrennbar mit seinen Schöpfungen verbunden war und der für seine intellektuellen Leistungen verherrlicht wurde. In einer Welt anonymer Baumeister und Handwerker trat er als Individuum hervor, als ein Autor seiner Werke. Dieses Konzept des benannten Genies, des Architekten und Denkers, dessen Identität gefeiert wird, ist ein Eckpfeiler unserer modernen Zivilisation. Sein Erbe ist daher nicht nur die Pyramide oder eine medizinische Methode. Es ist die Idee selbst, dass ein einzelner menschlicher Geist durch Vernunft, Kreativität und Ehrgeiz die Welt formen und ein unsterbliches Echo in der Zeit hinterlassen kann. In unserer modernen Zeit, die von einem Hunger nach dem Mysteriösen geprägt ist die Figur des Imhotep und die Pracht des alten Ägypten zu einem fruchtbaren Boden für pseudowissenschaftliche Theorien geworden. Erzählungen von außerirdischen Baumeistern, verlorenen Supertechnologien und arkanem Wissen, das uns heute unzugänglich sei, umgeben die Pyramiden von Saqqara wie ein dichter Nebel. Diese Theorien, so verlockend sie auch klingen mögen, tun Imhotep und seinem Volk ein tiefes Unrecht. Sie rauben ihnen ihre größte Errungenschaft, ihre menschliche Genialität. Die akademische Realität, gestützt auf Jahrzehnte sorgfältiger archäologischer Arbeit, zeichnet ein Bild, das weitaus beeindruckender ist als jede Fiktion. Wir müssen uns keine Außerirdischen vorstellen, um die Stufenpyramide zu erklären. Stattdessen sehen wir die Spuren menschlicher Anstrengung und menschlichen Intellekts. Wir sehen die Werkzeugspuren an den Steinblöcken, die von Kupfermeißeln und Dolerithämmern zeugen. Wir finden die Überreste der Rampen, auf denen die Steine nach oben transportiert wurden. Wir entdecken die Arbeiterdörfer,
die zeigen, wie Tausende von Menschen organisiert, ernährt und untergebracht wurden, um dieses gewaltige Projekt zu verwirklichen. Die Stufenpyramide entstand nicht über Nacht in einem Akt übernatürlicher Schöpfung. Sie war das Ergebnis eines evolutionären Prozesses. Archäologen können klar nachzeichnen, wie sie sich aus der traditionellen Mastaba entwickelte, Schicht für Schicht, Stufe für Stufe, in einem Prozess von Versuch und Irrtum. Imhoteps Genie lag nicht darin, eine geheime Formel zu besitzen, sondern darin, ein Problem von beispielloser Komplexität mit den Mitteln seiner Zeit zu lösen. Er war ein brillanter Organisator, ein innovativer Ingenieur und ein kühner Visionär. Seine Leistung herabzuwürdigen, indem man sie externen Kräften zuschreibt, ist eine Beleidigung für das Potenzial des menschlichen Geistes. Die wahre Magie von Saqqara liegt nicht in verlorener Technologie, sondern in der nachweisbaren Fähigkeit unserer Vorfahren, mit Logistik, Mathematik, sozialer Organisation und schierer Willenskraft das scheinbar Unmögliche zu erreichen. Imhotep braucht keine Mythen, um groß zu sein. Die historische, archäologisch belegte Wahrheit seiner Errungenschaften ist das größte Zeugnis seiner unsterblichen Bedeutung. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise, einer Reise durch fast 5000 Jahre Geschichte, auf den Spuren eines Mannes, dessen Existenz die Grenzen dessen, was wir für möglich hielten, sprengte. Imhotep. Der Name hallt durch die Korridore der Zeit, ein Synonym für Weisheit, Innovation und den unbändigen menschlichen Drang, Spuren zu hinterlassen. Was bleibt, wenn wir den Staub der Jahrtausende beiseite wischen? Wir sehen keinen mythischen Halbgott, sondern einen Menschen von außergewöhnlicher Begabung. Einen Mann, der in einer Welt aus Lehmziegeln und Aberglauben lebte und doch die Vision hatte, in Stein für die Ewigkeit zu bauen und Krankheiten mit dem kühlen Blick der Vernunft zu begegnen. Der Begriff Universalgenie ist eine moderne Erfindung, oft mit Gestalten wie Leonardo da Vinci assoziiert. Doch wenn wir diesen Begriff auf seine Essenz reduzieren, die Fähigkeit, Meisterschaft in fundamental unterschiedlichen Disziplinen zu erlangen und diese zu einer neuen, kraftvollen Synthese zu verbinden, dann verdient Imhotep diesen Titel zweifellos als einer der ersten. Er war der Architekt, der die Gesetze der Physik und der Logistik verstand. Er war der Arzt, der den menschlichen Körper als ein System begriff, das beobachtet und verstanden werden konnte. Er war der Wesir, der die Komplexität von Staat und Gesellschaft lenkte. Und er war der Hohepriester, der die Brücke zwischen der materiellen und der spirituellen Welt schlug. In ihm vereinten sich die praktische und die transzendente Dimension des menschlichen Strebens. Seine Geschichte ist eine tiefgründige Reflexion über die Natur des Fortschritts. Er zeigt uns, dass die größten Sprünge der Zivilisation oft nicht durch eine einzelne Erfindung, sondern durch eine neue Denkweise ausgelöst werden. Imhoteps Vermächtnis ist die Kühnheit, etablierte Grenzen zu überschreiten, sei es die Grenze zwischen Lehm und Stein oder zwischen Magie und Medizin. Er ist die ewige Erinnerung daran, dass im Geist eines einzigen Menschen das Potenzial für eine ganze Welt neuer Möglichkeiten liegen kann. Sein Grab wurde nie gefunden, und vielleicht ist das passend. Denn sein wahres Monument ist nicht ein verborgener Sarkophag, sondern es ist in die Struktur unserer Zivilisation eingewoben. Ein Geist, der die Zeit überdauert hat und uns leise daran erinnert, nach den Sternen zu greifen.